Abseits der schrecklichen Kriegsnachrichten aus der Ukraine und dem Nahen Osten, die da tagtäglich von uns allen geistig verarbeitet und verkraftet werden müssen, gibt es zu unser aller Glück ausreichend kapitalmarktrelevante Themen und Informationen, die ich euch heute gerne präsentieren möchte. Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Kapitalmarkt-Updates von Raiffeisen Capital Management. Den Anfang möchte ich mit den zuletzt veröffentlichten Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten machen, denn das Echo, das diese Zahl verursachte, steht nach meiner Einschätzung nach in keiner Relation zur Reaktion bei den Renditen. So stieg die Rendite 30-jähriger US-Anleihen von 4,67% auf 4,87%. Dies wiederum bedeutete den höchsten Tagesrenditeanstieg seit den Finanzturbulenzen im März 2020, als ein Großteil der Welt in den Lockdown ging. Vergleichbare Renditeanstiege am ultralangen Ende der Zinskurve wurden in den letzten 12 Jahren nur von Trumps überraschenden Wahlsieg 2016 und einer katastrophalen Beschäftigungszahl im Juli 2013 übertroffen. So. Und jetzt ist es wohl an der Zeit, die Inflationskatze aus dem Sack zu lassen. So stieg der Gesamtindex alias die Headline-Inflation im Jahresvergleich um 3,7% gegenüber der Analystenschätzung von 3,6%. Heißt also, dass es zu einer 0,1% höheren Preissteigerung gegenüber der Markteinschätzung gekommen ist. Nachdem also die Reaktion darauf dermaßen heftig ausfiel und von vielen Marktteilnehmern nicht wirklich ernst genommen wurde, schickte man als Erklärung für die heftige Bewegung noch das Argument einer schlecht laufenden Auktion von 30-jährigen US-Treasuries sicherheitshalber hinterher. Nun, das kann glauben, wer will. Ich glaub's nicht. Doch wie auch immer, wichtig wird sein, wie die Granden der Federal Reserve die aktuelle Inflations- und Wachstumsaussichten bei ihrer nächsten Sitzung am 1. November bewerten werden. Unterstützung für die Higher-for-Longer-Fraktion, also die Marktteilnehmer, die von länger anhaltenden hohen Zinsen ausgehen, kam dann gleich prompt am gestrigen Tag mit den bärenstarken US-Dollar-Einzelhandelszahlen sowie im Monatsvergleich veröffentlichten deutlichen anziehenden US-Industrieproduktion. Alles in allem eine in diesem Fall schlüssige Erklärung für den Anstieg 10-jähriger US-Renditen auf nahezu 5%. By the way, handelt es sich dabei um die höchste Rendite seit dem Jahr 2007, also genau dem Jahr, in dem wir als Folge eines spekulativ aufgeblähten Immobilienmarkts in den USA die globale Banken- und Finanzkrise präsentiert bekamen. Aktuell sieht die Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember des heurigen Jahres wieder an und liegt im Marktkonsensus mittlerweile bei rund 40%. Wie stehen eigentlich die Chancen auf einen baldigen Renditrückgang, werden wir in letzter Zeit öfters gefragt. Nun, die Argumente für steigende Anleihenkurse, die sich ja allalong bei Renditrückgängern ergeben, und mir auch jetzt ad hoc einfallen, wären folgende. Erstens die Beendigung des von der Notenbank etablierten Zinserhöhungszyklus. Zweitens, die Inflation erreicht das von der Notenbank gewünschte Inflationsziel oder taucht sogar noch darunter. Drittens, eine lang anhaltende Rezession, sprich die Einkommen der privaten Haushalte müssten sinken. Die Nachfrage nach Konsumgütern geht aufgrund steigender Arbeitslosigkeit stark zurück. Die Gewinne der Unternehmen fallen und die Investitionsbereitschaft sinkt. Sowie viertens, ganz aktuell, geopolitische sowie kriegerische Auseinandersetzungen, die sich zuspitzen, zum Beispiel Einmarsch von israelischen Bodentruppen in den Gazastreifen bzw. militärische Einmischung des Iran in den Israel-Konflikt, der die Kapitalmarktteilnehmer wieder verstärkt in den sicheren Hafen der Anleihen einlaufen lassen würden. Wie im Schaubild aber erkennbar, haben zumindest die jüngsten Krisen nicht zu einem lange anhaltenden Kursanstieg bei Anleihen geführt. Fraglich in diesem Zusammenhang wäre dann wohl auch die Entwicklung der Rohstoffmärkte, welche wohl im Preis stärker anziehen würden und damit die Gefahr eines erneuten Inflationsanstiegs befeuern könnten. So gaben die Ölpreise nach den jüngsten Anstiegen zwar etwas nach, verharren aber angesichts der nach wie vor angespannten Lage weiterhin auf hohem Niveau.
Aktuell notiert das schwarze Gold der Sorte Brent knapp unter der Marke von 90 US-Dollar je Fass. Zum Abschluss noch ein ganz besonderer Gruß, diesmal an die Raiffeisenbank Tulln. Ich habe mich sehr gefreut, am Wochenende beim Kürbiskauf im Wienerwald so positiv auf unser Sendeformat angesprochen zu werden. Unser gesamtes Team sagt recht herzlich Danke und ich sage, schaltet wieder ein, wenn es nächste Woche heißt, willkommen zum Marktupdate von Raiffeisen Capital Management. Euer Christian Leinweber. Thank you.